Inmitten des stillen Waldes stürzt sich im Amazonas, wo jeder Atemzug der letzte sein kann, werden diese Kämpfe ums Überleben jemals enden oder sich für immer im blutigen Kreislauf des Urwaldes wiederholen. Amazonas und die endlosen Kämpfe. Der neblige Himmel des frühen Morgens lichtet sich allmählich und gibt den Blick frei auf ein endloses grünes Waldmeer, das sich bis zum Horizont erstreckt. Von oben sieht der Amazonas wie ein lebender Teppich aus, mit unzähligen übereinanderliegenden Blättern, die den Boden mit ewiger Dunkelheit bedecken. Die Flussarme schlängeln sich wie unaufhörlich fließende Blutströme durch den Wald, verbinden und ernähren Millionen von Lebewesen. Eine leichte Brise weht, trägt Vogelgezwitscher, das Summen der Insekten und das Tropfen des Wassers von den hohen Baumkronen mit sich. Der Amazoner Regenwald erwacht ohne Lärm und ohne Aufhebens, aber er birgt die dramatischsten Überlebensgeschichten unseres Planeten. Unter dem dichten Blätterdach befindet sich eine andere Welt, in der die Sonne fast nie das Licht der Welt erblicken kann. Die Luft hier ist dicht, feucht und riecht nach verrottender Erde, Pilzen und der stündlichen Zersetzung. Es ist das Reich der Stille, in dem nur die am besten angepassten Lebewesen überleben können. Jeder Schritt auf dem Laub kann ein Raubtier alarmieren. Jedes noch so leise Geräusch kann die Begrüßung eines lauernden Feindes sein. An diesem Ort kann es keinen Platz für Unachtsamkeit geben. Inmitten dieser feuchten und dunklen Umgebung leuchten zwei Augen hell zwischen den niedrigen Bäumen. Kein Geräusch, keine Bewegung verrät, dass ein Margay auf der Jagd ist. Im Gegensatz zu seinen großen Verwandten, den Leoparden, hat der Margay einen kleinen, geschmeidigen Körper, der sich wie ein Fluss bewegt. Er wiegt nur etwa 3 Kilogramm, aber jeder Muskel seines Körpers ist dafür geschaffen, sich durch das Labyrinth aus Wurzeln, Baumstämmen und Lianen zu schlängeln. Seine scharfen Klauen ermöglichen ihm etwas, was fast keine andere Katzenart kann. Er klettert senkrecht einen Baum hinauf und dreht sich dann um kopfüber hinunterzuspringen. Das ist nicht nur eine Technik, sondern ein Instinkt, der über Millionen von Jahren im tiefen Dschungel geschärft wurde. Vor ihm, zwischen Laub und trockenen Ästen, ist ein leises Rascheln zu hören. Eine Waldmaus gräbt unter einem Baum nach Samen.
Der Margay bleibt stehen. Er drückt sich flach auf den Boden und legt die Ohren an, um jedes Geräusch zu unterdrücken. Die Luft scheint still zu stehen. Mit einem blitzschnellen Sprung und einem präzisen Biss verschwindet die Maus im Schatten des Waldes, als hätte sie nie existiert. Das Erstaunlichste an dieser Katzenart ist jedoch nicht ihre Schnelligkeit, sondern ihre List und Intelligenz. In besonderen Fällen, wenn sie in der Höhe jagt, kann die Margay die Rufe junger Primaten, insbesondere von Tamarinen, imitieren. Ein leiser, einsamer Schrei ertönt aus den Baumkronen und lockt ein neugieriges Tier näher. Und die Falle ist gestellt. Dies ist kein reiner Instinkt, sondern eine kalkulierte Strategie, die bei Wildkatzen selten zu beobachten ist. Die Kombination aus körperlicher Flexibilität und der Fähigkeit, Beute mit Lauten zu täuschen, macht den Margay zu einem der gerissensten und gefährlichsten Raubtiere im Blätterdach des Amazonas-Regenwaldes. Sonnenstrahlen fallen durch das Blätterdach und fallen in flackernden goldenen Flecken auf den Boden. In der Stille des Amazonas-Mittags taucht plötzlich eine Gestalt auf, die sich unverkennbar von ihrer Umgebung abhebt. Ein Fleckenlöwe. Im Gegensatz zu den schlanken und wendigen Margays sind südamerikanische Leopardenkatzen das Sinnbild für Urkraft und Macht. Mit ihrem kräftigen Körper, der bis zu 100 Kilogramm schwer werden kann, sind Leopardenkatzen die größten Katzen Amerikas und stehen an der Spitze der Nahrungskette im Amazonasgebiet. Aus dem Schatten des Waldes tritt er hervor wie ein lauernder Albtraum. Sein goldgelbes Fell mit schwarzen Flecken, die wie zerfetzte Sonnenstrahlen wirken, verschmilzt mit den Lichtflecken, die durch das Blätterdach fallen. Seine Schritte sind nicht schwer, sondern extrem leicht und präzise, als wäre der ganze Wald an diesen Rhythmus gewöhnt. Am Ufer eines Flussarms trinkt ein Capybara, das größte Nagetier der Welt, mit gesenktem Kopf Wasser. Es ahnt nicht, dass der Tod nur wenige Meter entfernt ist. Der Leopardenhund bleibt stehen. Sein Körper zieht sich zusammen wie ein perfekter Muskel, bereit zum Sprung. Ein Sprung, kein Schrei, keine Verfolgungsjagd. Nur ein Sprung und dann der tödliche Biss direkt in den Schädel, wie es nur ein Gepard kann. Ein Biss, der stark genug ist, um Knochen zu durchdringen, beendet das Leben seiner Beute in einem Augenblick. Keine Verfolgungsjagd, keine Prahlerei. Der Gepard ist ein Meister der Entschlossenheit. Jeder Schlag bedeutet Blutvergießen und Stille. Im tiefen Wald.
In einem anderen Gebiet, wo der Boden höher und trockener ist und die Erde mit Termitenhügeln übersät ist, die wie Festungen aus roter Erde aussehen, in der Luft liegt ein charakteristischer Geruch nach feuchter Erde, verrottendem Moos und Millionen von Insekten, die still und leise in diesen lebenden Bauwerken arbeiten. Eine imposante Gestalt taucht am Waldrand auf. Sein langer Körper ist fast vollständig von dunkelgrauem Fell bekleidet. Sein großer Schwanz schleift wie eine schwere Decke hinter ihm her. Sein langer, schmaler Rüssel, der fast keine Augen hat, tastet langsam den Boden ab. Ein riesiges Ameisenfressertier ist erschienen. Ohne Eile, ohne Vorsicht. In dieser Welt voller Ameisen und Termiten muss es sich vor niemandem verstecken. Die Nase berührt einen Ameisenhaufen, der so hoch ist wie ein erwachsener Mensch. Ein Schlag mit dem Vorderlauf und die harte Erdkruste zerbricht in Stücke. Die Ameisen strömen in Panik hervor, aber bevor sie sich verteidigen können, dringt die lange, seilartige Zunge tief in den Bau ein, leckt einmal und Dutzende von Ameisen verschwinden. Die Zunge zog sich zurück, der Atem ging gleichmäßig weiter. Kein Blut, keine Schreie. Aber es war dennoch ein Gemetzel. Ein stiller Hunger, der mitten im Wald stattfand. Mit derselben Gelassenheit näherte es sich dem nächsten Ameisenhaufen. Es war nicht nötig, die Taktik zu ändern oder sich umzusehen. Mit seiner Fähigkeit, Ameisen aus großer Entfernung zu riechen und seiner Zunge, die sich bis zu 150 Mal pro Minute bewegen kann, musste sich dieser Riese nicht beeilen. Denn der ganze Wald war dazu da, ihm als Nahrung zu dienen. Jeder Schlag war ein Einsturz. Jeder Schwanzschlag bedeutete ein Verschwinden. Und so zieht der riesige Ameisenfresser zwischen den zerbrochenen Erdhügeln gemächlich davon und hinterlässt ein stilles Schlachtfeld, auf dem die Zerstörung durch Langsamkeit vollendet wurde. In einer Welt, in der Schwänigkeit und Kraft oft über Sieg und Niederlage entscheiden, gibt es jemanden, der einen anderen Weg wählt. Still, beharrlich und absolut präzise. Ein anderes Geräusch ertönt aus der Tiefe, das leise Plätschern des Wassers, das gegen das Ufer schlägt, das Rascheln des Schilfes, das sich im Wind bewegt. Der Wald öffnet sich zu einem Ausweg hinunter zu einem breiten Flussarm, wo das Licht auf dem Blätterdach reflektiert wird und wie zerbrochene Silberstücke glitzert. Das Wasser hier ist nicht klar, sondern hat eine dunkle Teefarbe, vermischt mit Schlamm und den Überresten von Millionen Jahren der Verrottung. Entlang beider Ufer neigten sich die Baumstämme weit zum Fluss hin und ließen ihre Wurzeln wie knorrige Hände zurück, die das Ufer festhielten, damit es nicht weggespült wurde.
Genau an der Schnittstelle zwischen Wald und Wasser ertönte ein neues Geräusch. Ein Zirpen und Plätschern, das plötzlich in laute Schreie ausbrach, fast wie ein Gespräch. Die Wasseroberfläche bricht auf. Ein langer, rotbraun schimmernder Körper schießt wie ein Pfeil durch die Wellen. Riesige Otter. Nicht nur eine, sondern eine ganze Herde, die sich wie ein kleiner Zug hintereinander aneinanderreihen. Jedes einzelne Tier kann eine Länge von über 1,5 Metern erreichen und ist damit größer als jede andere Otterart der Welt. Sie schwammen nicht, sie glitten. Mit ihren breiten Flissen, dem schlanken Körper und wasserabweisendem Fell war jede ihrer Bewegung das Ergebnis optimaler Evolution für Geschwindigkeit und Beweglichkeit unter Wasser. Aber was sie so besonders machte, war nicht nur ihre körperliche Verfassung, sondern auch ihr Zusammenhalt. Ein Schrei ertönt, das Leitmännchen ändert die Richtung. Sie jagen nicht, sondern bilden eine Formation, umgeben ihre Beute und drängen sie in scheichtes Wasser. Ein Kaiman panisch inmitten der Umzingelung. Weißer Schaum spritzt hoch. Als sich das Wasser legt, ist die ganze Herde verschwunden. Nur noch Kreise breiten sich aus und das Sonnenlicht tanzt auf der Oberfläche des Flusses. In einem Wald, in dem Stärke oft mit Einsamkeit einhergeht, sind die riesigen Otter ein Beweis für die Macht des Familienzusammenhalts. Sie leben nicht, um alleine zu überleben. Sie kämpfen als Einheit und siegen durch Strategie, Schnelligkeit und absolute Loyalität. Die Oberfläche des Flusses wurde wieder ruhig. Die letzten Wellen verschwanden langsam auf dem bernsteinfarbenen Wasser und hinterließen eine Stille. Das Sonnenlicht fiel durch die Baumkronen und bildete schimmernde Streifen auf dem Wasser, ein weicher Spiegel, der die Welt des alten Waldes darüber widerspiegelte. Aber unter der Wasseroberfläche lag eine andere Welt, tiefer, düsterer und geheimnisvoller als jeder andere Ort in diesem Wald. Die Dunkelheit unter der Oberfläche des Amazonas-Regenwaldes ist nicht völlig still. Eine langsame, sanfte Bewegung, wie Rauch, der über dem schlammigen Grund gleitet. Dann taucht eine Gestalt auf. Ohne hohe Rückenflossen, ohne die glänzenden Schuppen der üblichen Fische, sondern mit einem glatten, weichen Körper, der sich wie eine lebende Welle windet. Der rosa Amazonas-Delfin. Die schwimmenden Fabelwesen des Regenwaldes. Ihr Körper ist bis zu 2,5 Meter lang und hat eine zartrosa Farbe, die an das Abendrot über dem Wasser erinnert. An sonnigen Tagen leuchtet ihre Haut rot, wie die Seelen, die sich im Fluss bewegen.
Sie schwimmen nicht in dichten Schwärmen wie Otter, sondern paarweise oder einzeln, wie Reisende, die langsam den Fluss erkunden. Die Äste sind wie ein Labyrinth ineinander verflochten und die Dunkelheit liegt nicht nur auf dem Boden, sondern schwebt auch in der Luft. Inmitten der unzähligen schnellen Bewegungen und des hektischen Lebensrhythmus des Amazonas-Regenwaldes gibt es ein Lebewesen, das scheinbar gegen den Strom der Zeit schwimmt: der 13-Faulpilz. Auf einem Ast, mehr als 10 Meter über dem Boden, haftet ein zotteliger, moosfarbener Klumpen wie ein lebender Fleck an der Baumrinde. Sein ganzer Körper bewegt sich so langsam, dass Moos und Algen auf seinem Fell wachsen können, sodass er Teil des Waldes wird und in der Natur unsichtbar ist. Jede Bewegung ist eine kleine Reise. Eine Hand hebt sich, die Finger krallen sich an den Ast und halten sich mit ausdauernder Kraft fest. Es gibt keine Eile, nur den Rhythmus eines Wesens, das keine Eile hat, denn es flieht nicht, sondern vermischt sich mit seiner Umgebung. O preguiçoso de 3 dedos não caça, não compete. Ele se alimenta de folhas, alimento pobre em energia, o que o obriga a economizar cada batida do coração. Mas é justamente por isso que ele não precisa se apressar. O inimigo não pode capturar algo que nunca aparece. Der Wind weht. Der Regen der vergangenen Nacht hängt noch an seinem Fell. Tropfen fallen im Rhythmus seiner langsamen Kopfbewegung. Ein Waldschmetterling landet auf seinem Rücken, so sicher wie auf einem Baumstamm. Und wenn jemand vom Boden nach oben schaut, sieht er nur einen Klumpen Moos, der zwischen den Ästen schlummert. Im Amazonas-Regenwald, wo die Starken um ihr Überleben kämpfen, gibt es ein Lebewesen, das ohne zu kämpfen und ohne sich zu zeigen, durch seine Langsamkeit Millionen von Jahren der Evolution überlebt hat. Während der Faulpilz langsam zwischen den feuchten Ästen fortbewegt, ahnt er nicht, dass es von der Weite von einem anderen Paar Augen beobachtet wird. Nicht vom Boden, nicht aus den Büschen. Sondern von oben, wo der Himmel gerade hell genug ist, um die riesigen silbergrauen Flügel zu widerspiegeln, die lautlos ihre Kreise ziehen. Der Harpyenadler. Seine Flügelspannweite beträgt fast 2 Meter und erstreckt sich weit über den Baumkronen. Jeder Flügelschlag erzeugt einen kurzen, aber starken und mächtigen Luftstrom. Mit seinem hakenförmigen Schnabel und Krallen, die größer sind als die Hand eines erwachsenen Menschen, ist der Harpyenadler der Spitzenpredator der Amazonas-Regenwaldbäume. Er fliegt nicht, um Beute zu suchen, er fliegt, um sein Ziel zu fixieren.
Aus 15 Metern Höhe streift der kalte Blick des Harpienadlers über die Baumkronen und entdeckt ein dreifingeriges Faultier, das regungslos an einem Baumstamm hängt. Unvorbereitet, regungslos. Eine ideale Beute. Der Harpyie zieht seine Flügel ein und stürzt sich wie ein Speer aus der Luft herab. Die Luft wird zerrissen, Äste und Blätter zittern unter der Wucht des Windes. Doch gerade als seine Krallen ihr Ziel erreichen, schlägt das Faultier plötzlich mit den Armen und trifft den Adler mit seinen gekrümmten Krallen, wodurch dieser von seinem Kurs abkommt. Der Harpyie dreht seine Flügel, gewinnt sein Gleichgewicht zurück und fliegt davon. Kaum hatte sich der Harpyenadler zurückgezogen, ertönte aus dem Blätterdach ein anderes Geräusch, ein tiefes Heulen, das wie ein lang anhaltender Trommelschlag klang. Affen schrien. Hoch oben reckten ganze Herden ihre Köpfe und heulten, um ihr Revier mit Lauten zu markieren, die bis zu 5 Kilometer weit zu hören waren. Ihre kräftigen Arme klammerten sich an die Äste, ihre Schwänze waren wie Anker fest in der Luft verankert. Unter den Ästen, an denen die Klammeraffen gerade vorbeigeschwebt sind, bewegt sich etwas und lässt das Gebüsch rascheln. Es ist kein Geräusch zu hören, nur das leise Gleiten eines riesigen Körpers mit graubraunen Schuppen. Eine Anakonda. Versteckt unter der Wasseroberfläche oder entlang des grasbewachsenen Ufers jagt die Anakonda nicht mit Geschwindigkeit. Não se ouviu nenhum ruído, apenas o deslizar silencioso de um corpo gigantesco, com escamas castanhas e cinzentas salpicadas. Uma anaconda. Na água estagnada ou ao longo da costa, a anaconda não caça com velocidade. Sie wartet, geduldig, still. Der fast 8 Meter lange Körper kann stundenlang zusammengerollt liegen, nur um einen einzigen Moment abzuwarten, in dem die Beute unachtsam ist. Ein kleines Kapibara schleicht sich an den Rand des Wassers, um zu trinken. Die ruhige Wasseroberfläche explodiert plötzlich. Ein festes Würgegriff umschlingt den Körper der Beute und rollt sich wie ein lebender Muskelball zusammen.
Im Amazonas-Regenwald kommt der Tod manchmal nicht von oben, sondern aus dem Wasser, aus der Dunkelheit, aus einem Ort, an den man niemals denken würde. Die Sonne versinkt langsam hinter den höchsten Baumkronen. Das letzte Licht des Tages taucht die Wasseroberfläche in goldenes Licht, dringt durch die Blätter und fällt auf das nasse Fell der Otter, die still zu ihren Nestern zurückkehren, und reflektiert sich in den ausgebreiteten Flügeln der Harpyonadler, die noch hoch oben ihre Kreise ziehen. Jedes Lebewesen, ob Raubtier oder Beute, ob Schatten der tiefen Wälder oder Lichtreflexe auf dem Wasser, ist ein Glied in einem unersetzlichen Netz des Lebens. Sie kämpfen, fliehen, kämpfen und überleben, nicht um der Macht willen, sondern aus einem einzigen gemeinsamen Instinkt heraus, das Leben im ältesten Wald der Welt zu erhalten. Und dann bricht die Nacht herein. Der Amazonas-Regenwald versinkt wieder in Dunkelheit, aber in seinem Inneren spielen sich Millionen von Geschichten weiter. Still, brutal und schön. So wie dieser Ort seit Millionen von Jahren, ohne jemals zu verschnaufen. Mit ihrer überragenden Geschwindigkeit und ihrem ausgeprägten Jagdinstinkt gelten Leoparden seit langem als die Herrscher der afrikanischen Savanne. Kann eine Leopardenmutter ihre Jungen in einer Welt schützen, in der auch Jäger leicht zur Beute werden können? Raue Savanne, der Überlebenskampf der großen Jäger. Die Morgendämmerung bricht über die Serengeti-Steppe herein, wie ein sanfter, aber geheimnisvoller Gruß. Das erste Licht des Tages dringt durch den dünnen Nebel und taucht jedes einzelne Grashalm in goldenes Licht. In der Stille der Natur scheint alles stillzustehen, doch hinter dieser Ruhe verbirgt sich eine Welt in ständiger Bewegung. Dies ist Afrika, wo jede Sekunde ein Kampf ums Überleben ist. Wo jedes Geräusch, jeder Blick, jeder Schritt ein Zeichen des Lebens oder des Todes ist. Inmitten der weiten Ebene tritt eine schwere Löwin aus dem Gebüsch. Sie sucht keine Beute, sondern einen versteckten Ort, um ihre Jungen zur Welt zu bringen, denn ihr Mutterinstinkt ist stärker als ihre Angst. Im Schatten der Büsche bleibt sie stehen und lauscht. Der Jäger könnte in der Nähe sein, aber sie kann nicht länger warten. Als die Sonne gerade über den Horizont steigt, legt sich die Leopardenmutter hin. Die ersten Augenblicke eines neuen Lebens beginnen mit Stille und dem Schmerz, der in der gefährlichen Steppe bevorsteht.
Schatten der Büsche krümmte sich die Leopardenmutter vor Wehen. Es gab keine Herde, niemand, der ihr helfen konnte, nur ihr Instinkt, der sie leitete. Drei kleine Leoparden kamen zur Welt, winzig blind und mit grauem, struppigem Fell. Die Leopardenmutter leckte ihre Jungen sauber und schob sie sanft an ihre Zitzen. Sie ist erschöpft, aber ihr Blick ist sanft. In diesem Moment ist die Gefahr weit weg und nur die Wärme des neuen Lebens ist zu spüren. Aber in der Serengeti währt der Frieden nie lange. Bald muss sie wieder aufstehen, um ihre kleinen Jungen in dieser gefährlichen Welt zu beschützen. Schon nach den ersten Tagen begann die Leopardenmutter sich zu bewegen. Sie konnte nicht zu lange an einem Ort bleiben, da der Geruch ihrer Jungen jederzeit Hyänen oder Löwen anlocken konnte. Jeden Morgen trug sie ihre Jungen einzeln weg, nahm sie sanft zwischen die Zähne und schlängelte sich durch das hohe Gras. Wenn sie ein Junges an seinem neuen Versteck abgelegt hatte, kehrte sie zurück und trug still das nächste Kind. So bewegte sich die Leopardenmutter unermüdlich nicht um ihrer selbst willen, sondern um der kleinen Wesen willen, die tief im dichten Gras schliefen. In diesen ersten Lebenstagen hatten die Leopardenjungen noch nicht die Augen geöffnet und wussten nichts von der Welt um sie herum. Aber jeder Herzschlag, jeder schwache Atemzug hing vollständig von der Wachsamkeit und Ausdauer ihrer Mutter ab. Mit der Zeit wachsen die Leopardenjungen unter dem stillen Schutz ihrer Mutter heran. Von den ersten wackeligen Schritten bis zum ersten Jagdversuch lernen sie alle Überlebensfähigkeiten durch Beobachtung und Nachahmung ihrer Mutter. Obwohl sie Einzelgänger sind, pflegen Leoparden während des ersten Lebensjahres eine besondere Bindung zu ihren Jungen. Sie halten sich nicht wie Antilopen oder Wildrinder in Herden zusammen und sind auch nicht wie Elefanten, die für ihre engen Familienbande bekannt sind, in denen die Jungen mehrere Generationen lang bei ihrer Mutter, ihren Tanten und Großmüttern leben ein Leben lang miteinander verbunden. Im Gegensatz zu Elefanten, wo die alten Weibchen helfen, die Herde zu erziehen und zu beschützen, trägt die Leopardenmutter die gesamte Verantwortung allein.
Niemand ersetzt sie bei der Jagd. Niemand sucht ihre Jungen, wenn sie sich verirren. Aber gerade in dieser Einsamkeit wird die Bindung zwischen Mutter und Kind durch jede Lektion, jede Narbe, die mit ihrem eigenen Blut und ihrer eigenen Kraft bezahlt, wurde noch stärker. Der Morgen auf der Steppe ist von sanftem Sonnenlicht erfüllt. In der Ferne grast eine Herde Impalas, die gelegentlich den Kopf hebt und mit gespitzten Ohren wie lebende Antennen Ausschau hält. Sie sind wendig schnell und besonders wachsam. Die Leopardenmutter duckt sich im Gras und fixiert mit ihren Augen ein junges Impala, das etwa 80 Meter entfernt ist. Der Wind wehte aus einer Richtung, sie schlich sich leise näher, jeder Schritt angespannt wie ein gespannter Bogen. Dann plötzlich sprang ihr Körper wie eine Feder in die Höhe und sie schoss davon. Die Leopardenmutter begann zu fressen, um neue Kraft zu tanken. Zur gleichen Zeit schlängelte sich in der Nähe des Leopardenjungen eine Gestalt langsam durch das dichte Gras. Es war eine grüne Schlange. Ihr schwerer Körper und ihre grau-gelben Schuppen verschmolzen mit dem Boden, sodass sie fast im Gras verschwand. Aber diesmal gab es keine Gefahr. Die Schlange bemerkte weder den Geruch von Milch noch die Anwesenheit der Jungen. Sie rollte sich zusammen und ruhte sich aus, damit das fragile Leben in aller Stille weiter bestehen konnte. Am Abend kehrte die Mutter zurück, staubig, aber wachsam. Die Jungen rannten zu ihr, schmiegten sich an ihren Bauch und tranken Milch. Die Zeit verging und die Leopardenjungen waren nun mehr als 2 Monate alt. Ihr Fell war gelb geworden, ihre Beine waren kräftiger geworden und ihre Augen waren neugierig auf die Welt um sie herum. Sie beginnen das Dickicht zu verlassen und folgen ihrer Mutter auf den endlosen Grasflächen.
Sie wissen nicht mehr nur, wie man Milch trinkt, sondern beobachten jeden Schritt ihrer Mutter, jedes Mal, wenn sie sich im Gras versteckt. Jeden Blick, den sie auf ihre Beute richtet, und prägen sich so die Jagdinstinkte aus dem vertrauten Bild ein. An einem ruhigen Morgen verlässt die Mutter ihre Jungen, duckt sich dicht über den Boden und schleicht durch das hohe Gras. Die Jungen verstecken sich hinter ihr und liegen still im Gebüsch. Sie haben verstanden, dass jedes Mal, wenn ihre Mutter weggeht, eine Wette zwischen Hunger und Sättigung ist. Sie dringt tief in die Wiese ein und lässt ihren Blick über die Herden von Antilopen in der Ferne schweifen. Es gibt keinen Lärm, kein Brüllen, nur die Stille des Jägers, der auf den richtigen Moment wartet, um den entscheidenden Schlag zu führen. Nur wenige Sekunden später stürzt sich die Leopardenmutter mit einem tödlichen Biss auf das junge Reh, zerrt die Beute ins Gebüsch und ruft leise ihre Jungen herbei. Die kleinen Leoparden kommen angerannt und genießen begeistert ihre erste Mahlzeit in ihrem Leben. Doch schon bald ertönt ein seltsames Geräusch und 2 Hyänen tauchen aus dem hohen Gras auf. Als opportunistische Fleischfresser sind gefleckte Hyänen für ihre extrem starken Zähne und ihr Rudelverhalten bekannt. Sie können Blutgeruch aus großer Entfernung riechen und zögern nicht, anderen Raubtieren, sogar Löwen, die Beute wegzunehmen. Die Löwenmutter brüllt, springt hervor, um sie abzulenken, und hält sie von ihren Jungen fern. Sie ist zwar nicht so stark wie die Hyänen, aber sie ist schnell und entschlossen wie eine liebevolle Mutter, die ihre Jungen beschützt. Glücklicherweise geben die Hyänen nach einigen Minuten des Lauerns und ohne eine leichte Beute zu finden auf. Die Jungen versammeln sich wieder um die Beute und zum ersten Mal können sie sich in einer Gegend satt fressen, in der die Schwachen ständig auf der Hut sein müssen. Als die Sonne langsam untergeht und die Steppe sich dunkelrot färbt, bringt die Leopardenmutter ihre Jungen in ihren Unterschlupf. Doch diesmal nähert sich eine neue Gefahr und es sind keine Hyänen. In der Ferne nähern sich mehrere große Schatten langsam der Steppe. Es sind männliche Löwen, die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Ohne Eile bewegen sie sich langsam, aber kraftvoll voran, markieren ihr Revier und suchen nach Spuren. Obwohl sie normalerweise keine Leoparden jagen, sind männliche Löwen dennoch eine echte Bedrohung. Wenn sie auf ein kleines Junges stoßen, töten sie es nicht, um sich zu ernähren, sondern um eine Bedrohung auszuschalten, so wie sie es mit den Jungen ihrer Rivalen tun. Die Leopardenmutter hat keine andere Wahl, als sich im dichten Gras zu verstecken.
Nicht weit von ihrem Versteck ruht sich eine Löwenfamilie im Schatten eines großen Baumes aus. Die Löwenmutter kümmert sich um ihre Jungen, bringt ihnen das Spielen bei und erteilt ihnen erste Lektionen über Stärke und Überleben. Ein männlicher Löwe taucht in der Ferne auf und beobachtet die Löwenfamilie aufmerksam. Obwohl er nicht angreift, ist seine Anwesenheit eine Erinnerung an die Macht und Dominanz der männlichen Löwen in diesem Gebiet. Schließlich wendet sich der männliche Löwe ab und die Löwenfamilie ruht sich weiter aus. Die Zeit vergeht und die Leopardenjungen sind nun groß geworden. Die kleinen Leoparden, die früher nur unter dem Schutz ihrer Mutter versteckt waren, sind nun stark und flink genug, um mit ihrer Mutter auf die Jagd zu gehen. Mit ihren kräftigen Beinen und ihren scharfen Augen sind sie bereit, sich dem Kampf ums Überleben in der Steppe zu stellen. Die Leopardenmutter führt ihre Jungen über die weite Ebene, wo das trockene Gras unter ihren leichten Schritten raschelt. Die Sonne steht hoch am Himmel und strahlt hell auf die endlose Steppe. Auf der Wiese grast eine Herde Gnus, ohne zu ahnen, dass Gefahr naht. Sie nähern sich langsam Schritt für Schritt und der Geruch der Gnus verbreitet sich in der Luft. Die Jagd beginnt. Eine erfolgreiche Jagd ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Leoparden, denn dann sind sie nicht mehr nur kleine Leoparden, sondern echte Jäger. Während die Leoparden sich ausruhen, geht das Leben in der Serengeti weiter. Die Gnus sind zwar gerade entkommen, bleiben aber wachsam und ziehen weiter über die Wiese. Wilde Zebras sind Herdentiere, die jedes Jahr Hunderte von Kilometern zurücklegen, um Nahrung und Wasser zu finden. Sie sind kräftig, schnell und ausdauernd. Ihre Wanderung ist jedoch nicht einfach. Die Herde ist ständig Gefahren ausgesetzt.
Raubtiere wie Löwen, Leoparden und Hyänen versuchen immer die Schwächsten anzugreifen. Außerdem müssen sie breite Flüsse überqueren, wo Krokodile darauf warten, jedes Antilopenkalb anzugreifen, das sich von der Herde entfernt. Nur die gesunden und flinken Antilopen können überleben und diese beschwerliche Reise fortsetzen. Im roten Licht der untergehenden Sonne verlassen die nun erwachsenen Leopardenjungen ihre Mutter und beginnen ein einsames Leben in der Steppe. Sie tragen den Instinkt in sich, den sie in den Monaten bei ihrer Mutter gelernt haben: jagen, sich verstecken, überleben. Die Leopardenmutter sieht ihnen schweigend nach, ohne sie zurückzuhalten. Die Trennung ist notwendig, damit ihre Jungen stark genug sind, um sich dem gnadenlosen Kreislauf der Natur zu stellen. Und in der Serengeti ist jedes Ende nur der Anfang einer neuen Reise ums Überleben. Heute, obwohl sie immer noch den Titel des schnellsten Tieres der Welt tragen, stehen Geparden vor einem anderen, langsameren, aber viel härteren Kampf ums Überleben, dem Kampf gegen das Aussterben. In ganz Afrika gibt es derzeit weniger als 7000 Geparden in freier Wildbahn. Sie sind aus über 90% ihres historischen Verbreitungsgebiets verschwunden. Die Ursache dafür sind nicht Raubtiere, sondern der Mensch, Verlust ihres Lebensraums, Konflikte mit Bauern und der illegale Handel mit Haustieren. Als Tier, das viel Platz zum Jagen und Aufziehen seiner Jungen benötigt, kann der Gepard in Gebieten, die durch Zäune, Straßen oder Urbanisierung eingeschränkt sind, nicht überleben. Jedes Mal, wenn sie zurückgedrängt werden, verlieren sie nicht nur ihren Lebensraum, sondern auch die Möglichkeit, ihr Leben an die nächste Generation weiterzugeben. Ohne rechtzeitige und wirksame Schutzmaßnahmen wird die beharrliche Reise der Leopardenmutter und ihrer Jungen durch die Steppe nur noch in Dokumentarfilmen zu sehen sein, als traurige Hymne auf eine große Raubtierart, die langsam in der Vergangenheit verschwindet.